Halli, hallo, hallöchen und willkommen zu Mojo TV. Heute mit Mo und Seasons, A Letter to the Future. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen guten Tag und ja, und euch geht es gut und wir starten dann auch gleich mal ins Game. Ja, mach das. Und hi Joey, hi Linfan. Schön, dass ihr da seid. Ja, genau. Wir starten mal ins Game. Ich bin schon gespannt, weil das machte in den Trailern einen ganz netten Eindruck auf jeden Fall. Und ja, wir legen dann mal los. Muss gerade noch mal meinen Bildschirm wechseln. So, und jetzt geht es los. Ja, mein Tag war soweit auch ganz gut. Nur bin ein bisschen erschöpft so von der Arbeit und ja. Willkommen zu Season, ein Brief an die Zukunft. Dieses Spiel ist rein Fiktion und wurde von einem Team aus Menschen. Okay, das wollte ich gerade vorlesen, aber da ist war die Sequenz schon rum. Ich guck mal gerade bei der Steuerung. Okay, Tagebuch öffnen, Menü öffnen, Fahrrad steuern, Tempo ändern. Audiorekorder verwenden, Kamera benutzen, Fahrrad parken, interagieren mit X und Kamera benutzen ist Viereck. Schauen. Okay, ich denke mal, das erklären sie einem gleich auch nochmal im Spiel. Oh Mann, ich hatte bis eben vergessen, das Wasser zu erhitzen. So wird das wohl kein Nudelwasser. Ja, das stimmt. Das so wird das nix. Ja, ich leg mal los. Ich wieder. Ja, passiert. Who are you? Also, wer bist du? Who are you? I don't know, but I'm writing to you anyway. Where are you?
Der Sound ist How bisher far top. in the Na, future? das ist doch gut. Where'd you find my journal? I may never know, but you can know me from what I put down on these pages. I come from a little village in the mountains. No one has left here since before I was born. But our lives changed overnight, just a few days ago when my best friend had a prophetic dream. A vision that the elder said means this season is going to end soon. The world is about to enter a new era. A great change is coming. Everyone was afraid. I was surrounded by questions and I Also nichts began to mit feel how little I Echo know. oder so, keine Sorge. Ja, What is das, this season that is about to end? And why is it ending? das ist ja mal gut. Also ich muss sagen, also der Artstil gefällt mir sehr, muss ich gerade sagen. Das ist echt nice. What exactly is out there that could turn the world inside out? If there are still voices singing and laughing in the wilderness, I could record them before they're gone. I also thought of my dad, who always wanted to see the outside world but never did. So, I asked if I could leave. The elder had one condition for letting me go: that I take what I collect to the museum vault, a palace of art and memory at the edge of the earth. She says it's the only place safe from the turmoil of a changing season. I hope that's where you're reading this now. I can't stop the change that is coming, but this time on Earth could live on in these pages. What it looks like, sounds like, how it feels to be alive right now. I'm writing to you at the crack of dawn on the morning I leave home. I can smell breakfast cooking in the other room, and I can hear my mom's voice. Index, Schlüssel, ungelesen, abgeschlossen, vergangenes Zeitalter, ein Brief an die Zukunft, ein Dorf in den Bergen, Pates Traum, dieses Zeitalter wird enden. Papa, das Museumsgewölbe, der Morgen, an dem ich fortgehe. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Ich gehe mal da drauf. Ah, okay, das ist eine Art Zeitleiste. Alte Zeit, unbekannt. Zeit der Moderne, 500. Eine Zeit der Industrialisierung. Goldene Zeit, 722. Ein Zeitalter des kulturellen Austauschs. Der Krieg, 770. Der große Krieg, der 10 Jahre dauerte. Zeit der Fragezeichen, 780. Das Zeitalter, in dem ich geboren wurde. So, blättern wir mal um. Wer bist du? Ich weiß es nicht, trotzdem schreibe ich dir. Wo bist du? Wie weit in der Zukunft? Wo findest du mein Tagebuch? Ich mag es nie erfahren, aber du kannst mich durch diese Seiten kennenlernen. Ich komme aus einem kleinen Dorf in den Bergen. Seit meiner Geburt ist hier niemand fortgegangen. Aber unser Leben änderte sich vor ein paar Tagen, als mein bester Freund eine Prophezeiung träumte. Eine Vision, die laut der Ältesten das Ende dieses Zeitalters bedeutet. Die Welt steht am Beginn einer neuen Ära, ein großer Wandel steht bevor. Alle hatten Angst. Ich war von Fragen umgeben und begann zu spüren, wie wenig ich weiß. Was ist das für ein Zeitalter, das bald endet? Und warum endet es? Was genau ist da draußen, das die Welt auf den Kopf stellen könnte? Wenn es noch Stimmen gibt, die in der Wildnis singen und lachen, dann könnte ich sie aufnehmen, bevor sie fort sind. Ich dachte an Papa, der immer die Außenwelt sehen wollte, aber nie gesehen hat. Also fragte ich, ob ich gehen könne. Die Älteste hatte nur eine Bedingung, dass ich das Gesammelte ins Museumsgewölbe bringe. Am Palast der Kunst und Erinnerung am Rande der Welt. Es sei der einzige Ort, der vor dem Chaos des wechselnden Zeitalters sicher ist.
Ich hoffe, an diesem Ort liest du es jetzt. Ich kann den Wandel nicht aufhalten, aber die Zeit auf diesen Seiten weiterleben lassen, wie es aussieht, sich anhört und anfühlt, jetzt am Leben zu sein. Ich schreibe dir am frühen Morgen des Tages, an dem ich abreise. Ich rieche das Frühstück im Nebenraum und höre die Stimme meiner Mutter. Ah, okay, also das war das, was wir eben in dem Trailer quasi gesehen haben, in der Videosequenz. Ein Brief an die Zukunft. Okay. Schade, ich dachte, das wäre so ein Journal wie in Life is Strange, so ein bisschen, wo man mehr über die Charaktere erfährt und so weiter. Und noch so ein paar Hintergrundsachen. Läuten verlassen. Läuten wir sie mal. Okay, das bringt also nichts. Was haben wir hier? Eine Hundepuppe. Aufziehpuppe. 3, 2, 1. Hooray! Okay. Mr. Lotto's here. Ja, sehr enthusiastisch. A Catalog of Strangers, Fearsome Tales for Blazed Children. Spooky, spooky. Meinst du jetzt die Puppe? Ein Verzeichnis der fremden Gruselgeschichten für gelangweilte Kinder. Ach, Place heißt gelangweilt, okay. Rückseite, ein Verzeichnis der Fremden ist ein Lehrstück über die furchteinflößenden Aspekte der Welt. Eine gesunde Menge Angst und Spaß lehrt Kinder mehr Vorsicht. Die Puppe, ja, ja. Alter Schrein. Die Eule bereitet, Vorderseite, die Eule bereitet ihre Flügel über dem Wohlstand aus. Rückseite. Dieser Schein entspricht dem Wert von 10 Gedichten. Prisma Staatsbank. So, Insektenhülle. Okay, dann verlassen wir das mal. Okay, das war schon. Mehr können wir uns hier nicht umsehen. Dann nehmen wir uns mal unseren Rucksack. Nein, ich wollte mir den Rucksack nehmen. Muss ich da einen bestimmten Knopf drücken? Touchpad. Okay. Vielleicht von der Seite. My bag and Dad's camera. Ready for the great departure. Okay. Origami-Vogel. Gefaltet von Pate. Preisband. Vorn 1. Hinten wanderndes Märchenfest 817. Also das heißt, die sind ungefähr 100 Jahre oder was nach dem Krieg in der Welt.
Weil die ja 817 und der Krieg, oder nee, nicht 100 Jahre, aber ich bin schlecht in Mathe. Keramiktier. Gucken wir uns das nochmal an. Hope you like him more than you would have liked a fish. Paid. Also auch wieder was von paid. Hoffentlich magst du ihn mehr als ein Fisch. Ach, das Bild hätte ich mir noch angucken können. Guten Morgen, Mama. Den Moment aufnehmen, die Szene betrachten. Ich glaube, wir nehmen den Moment mal auf. The last moment in this little house. There used to be 3 of us here. My mom and dad and me. Soon it will be just her. Her and all these memories. But in this moment, everything is the same as ever. Until I shift my weight. The floorboards creak. Mom hears it and turns to me. You're up. Ja, ich hätte jetzt gedacht, sie nimmt ihre Kamera und macht ein Foto oder so, aber anscheinend nicht. What are you doing standing there? Time to get going. It's gonna be a beautiful morning. I'm making progress. I found the burner, camera, recorder, travel bag. Breakfast is in progress. Still gotta make a pendant. We haven't used this in so long. Good thing I saved the instructions. Just as you would use a shield to protect your body, an identity pendant protects your mind. Your thoughts, memories, everything that makes you, you. We don't wear them here in the village anymore, but if you're going into the outside world, I'll feel better when you've got a pendant shielding you. Keine Sorge, Mama. Vor was denn? Wir nehmen keine Sorge, Mama. I will worry until you're gone. And then I'll have total confidence in you. In times of war, a pendant can be used to identify a body. Let's skip that part. Objects have 2 layers, the physical and the mental. The pendant needs to absorb both. 1. Collect a sentimental object for each sense: sound, smell, feel, sight, taste. Also ein Gegenstand für jeden Sinn sammeln. Okay. 2. Feel the sense and speak aloud a memory of the object. Den Sinn und sage, was du mit dem Gegenstand verbindest. Okay. 3. Feed the object into the burner. Gib The den memory will leave Gegenstand the in den speaker Kessel. as it is transferred to the pendant. Die Erinnerung verlässt dann den Sprecher und geht in den Anhänger über. That means I'll forget the memory after I say it. Ich vergesse die Erinnerung also, wenn ich sie ausgesprochen habe. It's supposed to be painless. At Wen- least. Wenigstens sollte es nicht wehtun. Wie ist euch das lieber? Soll ich die Dialoge danach nochmal vorlesen oder geht's für euch auch so? Ist euer Englisch gut genug? Oder ich meine, ihr könnt auch mitlesen. Versuchen wir es. Kann ich stattdessen die Erinnerung verlieren?
Hm. Machen wir mal das. Kann ich stattdessen die Erinnerung verlieren? No, you must remember everything. Ja, nein, du musst dich an alles erinnern. That's your role. Das ist deine Rolle. Ich könnte die Erinnerung wieder erzählen. Dir die Erinnerung wieder erzählen. Versuchen wir es. Oder, na, machen wir. Ich könnte dir die Erinnerung wieder erzählen. The pendant needs this little sacrifice. Der Anhänger braucht ein kleines Opfer. I want to be sure it works. Ich will sicher sein, dass es funktioniert. Don't be afraid. Keine A few Angst. memories is a small price to pay for knowing you'll be safe. Ein paar Erinnerungen sind ein kleiner Preis dafür, dass du in Sicherheit bist. Okay, so this old tape should work for our sense of sound. Die alte Kassette sollte für den Gehörsinn funktionieren. I remember. Ich erinnere mich. You and I fell asleep listening to this tape. Wie wir zu dieser Kassette einschliefen. Your dad came home. Dein Vater kam heim. We all rested together until it got dark. Wir lagen alle beieinander, bis es dunkel wurde. What an odd feeling. Was für ein seltsames Gefühl. Like an absence, disappearing. Wie eine Abwesenheit, die sich auflöst. The empty space fills itself back in Der leere Raum füllt sich wieder, until I forget that I forgot anything at all. bis ich vergesse, dass ich etwas vergessen habe. I'm glad I'm only losing a few memories. Zum Glück verliere ich nur ein paar If I Erinnerungen. lost too many, I wouldn't even know who you are. Wenn es zu viele wären, wüsste ich ja nicht mehr, wer du You bist. should pick the rest of the objects. Wähle du die restlichen Gegenstände I'll aus. lose the memories, but you'll have them in the pendant forever. Ich verliere die Erinnerungen, aber du wirst sie im Anhänger So they behalten. should be important to you. Sie sollten dir also wichtig They should sein. be parts of your identity you want to be sure to protect. Es sollten Teile deiner Identität sein, die du unbedingt schützen So think willst. about what these items and what the memories would preserve about you. Überlege dir, was diese Gegenstände und Erinnerungen von dir bewahren Let's do sollen. smell next. Jetzt der Find an Geruchssinn. object with a strong odor Finde etwas, das stark and that holds riecht, a piece of you. das für einen Teil von dir steht. Löffel. Nothing. I used to see souls everywhere. Zurücklegen. Ingwerbier. Childhood. Too sweet, too old. I always wanted to experience new things. Das ist eine gute Frage. Was ist jetzt unser Objekt? Also das Ingwerbier dürfte gut riechen. Ich guck noch Granite. mal. Seaside. Darkness. This speaks to how my mom loves me. Honey, wax, baby, waves. I was loved by people I have no memory of. Für Anhänger auswählen, verlassen.
Solange ich brenne, soll der Moment verweilen und verweilen und verweilen und verweilen. Skizze von Papa, Porträt von Papa und Mama. Nothing. I remember who my dad was. Porträt von Nothing. Mama und Papa. I was born in the glow of my parents' love. Na, die haben wir alle schon betrachtet. Ich glaube, ich entscheide mich fürs Ingwerbier. Das dürfte einen starken Geruch haben. Die Kerze ist ja keine Duftkerze. Wieder erinnern, für Anhänger auswählen. Wählen wir es für den Anhänger aus. What did you choose for smell? Ja, oder ich lasse es doch mal mit dem Vorlesen. Ich glaube, das nimmt zu viel Tempo raus. Flasche Ingwerbier. Let's breathe in deep. This ginger drink has been in our family for generations. And you, as soon as you were old enough to talk, you said, let's drink it. It's hundreds of years old. Like you already wanted to experience something different. Well, we all had one horrible sip. But boy, we laughed. What would we do without you? What will we do without you? Now touch. Jetzt der Tastsinn. Pick something with a texture you like. So, jetzt war ich ja schon doch wieder am Vorlesen. Mit einer Textur, die ich mag. Trockenblumen, Süßigkeiten. My hand in my own hand. This speaks to how my mom loves me. Ja, ich glaube, ich nehme den. Ich nehme den Stein. So what did you end up choosing? Okay, put your hand in the hand. Oh, I remember it so well. It's not as bad now, but in the old days, not many children lived long enough to grow up. We believed if a child could make it to the age of 9, they'd be all right. This print was made of your hand when you turned 9. Your father and I couldn't believe we really had a healthy girl. An old deep fear inside of me finally went away. And we saw you would just keep growing and growing. That everything was going to be okay.
Alles in Ordnung, Mama? Wir können auch aufhören. Was ist alles in Ordnung? Ja. I'm fine. Let's do Seid next. Pick Sesen. something that looks nice. Okay. Irgendwie. Aber irgendwie dauert mir das fast schon ein bisschen lang. Irgendwas, was nett, also was schön aussieht. Dignified ringer. I always looked for other worlds. Mr. Lotto, this speaks to how my dad loved me. Was hatten wir hier? Insektenhülle, alter Schein. Money. I always had the intuition the world could change completely. Ja, es gibt ja nichts Falsches an sich. Ich glaube, ich nehme einfach mal den alten Schein. Oder die Insektenhülle. Poisoned, blue, shine. I look closely. Ja, oder ich nehm die Insektenhülle. So, what did you end up choosing? Den getrockneten Käfer. When you were a little kid and I'd wash your pants, I'd check the pockets and find all kinds of little things you'd collected off the ground. Rocks, leaves, bits of string, and bugs. It happened less and less as you got older. But I remember the afternoon I found this beautiful blue beetle in your pocket. I thought, oh, this might be the last time. And this dead insect suddenly became so precious to me. What is it in our young eyes that imbue every small thing with meaning? Why do we lose this? I don't think you ever did. Okay, jetzt haben wir ihn vollständig. For taste, we can eat breakfast and feed some to the burner. Achso, wir sind immer noch nicht fertig. The memory I'll lose is the one we're forming right now. I want you to have it forever. Standing here, you're having a last taste of home. Ah, jetzt. Now you're protected by lost memories. A gem of home around your neck. This is my only condition for letting you go. You must promise me never to take the pendant off. And never tamper with it. Ja, natürlich. Ich will's vermeiden. Ja, natürlich. So. Okay? Then I'm okay with you leaving. I think your camera and bag are still in your room. It's time to gather them up. Ja, dann holen wir uns mal die Kamera.
Ausrüstung nehmen und gehen, ja. I've lost so much. How could the world ask me to lose you too? Ah, okay, das macht's automatisch. Look at us. There we are. There we were. We'll always be right here on this beautiful morning. Trophäe Auszug erhalten. Okay. Eine Reise über 1000 Zeitalter beginnt in einem einzigen Schritt. Tagebuch öffnen. I just performed a ritual with my mom. The moment has passed, but I'll record it in these pages for you, for the future. Andenken. Abschiedsritual, okay. Die Zukunft wird hören, was ich hörte und sehen, was ich sah. Die verlorenen Erinnerungen meiner Mutter schützen meinen Geist vor Krankheiten der Außenwelt. Nicht viele Kinder lebten lang genug, um erwachsen zu werden. Als ich 9 wurde, konnten meine Eltern aufatmen. Warum misst unser junges Auge jeder Kleinigkeit eine Bedeutung bei? 100 Jahre altes Getränk, das ich probieren wollte. Okay, wie schließe ich das jetzt? Letztes Lächeln, bevor ich abreiste. Okay, das hatte ich nicht gelesen. Kann ich das jetzt hier platzieren oder was? Okay. Lege genügend Andenken ab, um eine Inspiration freizuschalten. Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt das hier nehmen. Okay, das platzieren wir mal hier unten in der Ecke. Nur noch 1, dann dürften wir es haben. Tagebuch I never knew when my Verschönerung. mom would share a memory of Dad while cooking, on a walk, with no warning. It knocked the wind out of me. Ritual. So, bin jetzt wieder voll und ganz da, war ja gerade kochen. Ja, schön, dass du da bist. Take this grief and give it a shape and a story. Filling in this journal is a ritual too, but for a loss that hasn't hit us yet.
Neues Stempel und Ende freigeschaltet. Okay. I've brought tools to record the sights and sounds of this season. I'll start by recording the only place I've ever known. Audiorekorder. Okay, das könnte ich jetzt aufnehmen. Neue Seite hinzugefügt. Okay, dann schauen wir uns doch mal um. Danke, Mo. Ja, bitte, bitte, Last night there dafür was a nicht. goodbye party here in the plaza. Everyone was so afraid for me. To understand that fear, to understand where I grew up, you have to know the man standing watch over the plaza, Dr. Fumio. Okay. Hier kann ich doch. Pate loves fish, even though nobody here has ever seen one. Hier kann ich doch bestimmt ein Foto machen. Oder zumindest mit dem Audiorekorder. Mal eine Aufnahme vom plätschernden Wasser machen. Und zwei. I remember soaking my feet in here on hot days. Nee, R1 kann ich die Geschwindigkeit ändern. Okay. Wir gedenken des Tages, als Dr. Fumio die Zeitwahrnehmungsstörung heilte, in Gedenken an Augusta Kael. The elder sought out Dr. Fumio to cure her mother, who was suffering from time misperception. Dr. Fumio and his son founded Cairo back in 776. They live on through our traditions. Wer war Dr. Fumio? Schieße Fotos und zeichne Ton auf, um die Antwort zu finden. Ein von Dr. Fumio entworfenes Gerät. Lege genügend Andenken ab, um eine Inspiration freizuschalten. Ich habe noch nicht genügend Andenken, glaube ich. Ah, doch, das kann ich. Hier ablegen. There are 3 murals celebrating Dr. Fumio's work. Okay, jetzt ist nun die Frage, wie mache ich Fotos?
Run. Ja, danke, Joey. Auch wenn das jetzt nicht ganz zu diesem entschleunigten Spiel passt, aber Spaß, ja klar. Ich bin jetzt nur am Überlegen, wie mache ich hier Fotos? 3 Wandgemälde würdigen seine Arbeit. Ich gucke nochmal Steuerung. Kamera benutzen. Viereck. Okay, also Quadrat. Zoomen. So. Filter ändern. Kein Filter, okay. Nee, hocken machen wir nicht. Wir machen einfach ein Foto. Das ist das. Ding. Dann machen wir hier die Statue auf dem Brunnen. Wollte einfach, dass du lachst. Es hat geklappt. Ja, hat's. Ja, das Spiel hier hat auch wieder so einen leicht melancholischen Touch. Irgendwie zieht es mich da zu solchen Games hin. Wie zoome ich raus? Da zoome ich raus. This is Dr. Fumio and his son. The statue isn't as old as it looks. The artist wore it down to give it a feeling of ancientness and the authority that comes with it. Das ist das Haus vom Nikolaus, weil du eben so meintest, das ist das, ja. Statue von Dr. Fumio und seinem Sohn. Ah, da passt es hin. So. Ach, sag bloß, das müssen wir auch fotografieren. Ja, sieht so aus. Und nebenan, da wohnt der Weihnachtsmann. Genau. Dann fotografieren wir das hier mal. Remembering everything must be painful. Dr. Fumio brought peace to so many people here. Na, das hat den Leuten, so wie es aussieht, auch nicht viel genützt. Im Endeffekt. So, jetzt fehlt noch 1 oder 2 Bilder.
fehlen noch 1 oder 2 Bilder. Ich muss mal gucken, welche. Hä? Ich hatte doch eben. Genau, und jetzt fehlt hier noch eins. Ah, ich glaube, das ist es. Ja. Das war der nicht ganz subtile Hinweis. Rip Dr. Fumio, Dream Sickness Dreams On. Okay. Dr. Fumio said the dream sickness was caused by something very powerful. He wasn't able to cure it. Dr. Fumio halte nie die Traumkrankheit. Okay. Dann haben wir jetzt hier das noch. Und dann fehlt noch die Maschine. Ein von Dr. Fumio entworfenes Gerät. Goodbye, Caro. Leb wohl, Caro, Fisch im Himmel. Pate's little daydream of leaving this place, of seeing something weird. Karo-Kaffee, Musik und Poesieabend. This is the cafe where my dad used to read his poems. He wrote one for me. Maybe he wrote it for you too. Ja, jetzt müssen wir noch gucken. Wo ist dieses Gerät von Dr. Fumio? Das muss ja hier irgendwo sein. Florale Heilmittel. Entdecken Sie Rezepte für Heilpflanzen von Dr. Fumio. We learn to grow cures for maladies from the outside world, even though they seem to be long gone. It's just tradition. Hier ist keine Maschine. Fülle das Tagebuch mit Fotos und Aufnahmen. Ja, da bin ich doch. Da bin ich doch dabei. An heißen Tagen fühlte ich hier immer meine göttliche. Pate liebte Fische, obwohl er sie nie gesehen hat. A village that was created as a place to heal. Is that where my instinct to try to help comes from? It's so strange to imagine I'll be shaped by places and people I haven't met yet. So strange to imagine that I might feel at home somewhere else. Neues Stempel und Ende freigeschaltet. Okay.
frage ich mich, wie viele Enden gibt's? Caro founded 710, also 710. Caro gegründet 710, ja. Caro Village was founded during the modernity. Much later, Dr. Fumio arrived and remade it in his image. Das kann man, ich glaube, das fotografiere ich gleich nochmal. Und wir pflücken mal This eine flower Blume. means you're in my thoughts. The morning after the search was called off for Dad, our doorstep was covered in them. Aber wir haben das Rätsel um Dr. Fumio noch nicht gelöst, deswegen gehe ich nochmal zurück. Das haben sie aber schön gemacht, so vom Stil her. Sieht echt nice aus. Also wo ist Dr. Fumios Maschine? Das hier ist, da geht's ja zurück zum Anfang. Das vielleicht. Sieht aus wie ein Grammophon oder Schallplattenspieler. Nee, das hat keine. Keine weitere Bedeutung. Na, wenn wir es nicht finden, dann gehe ich einfach mal. Dann gehe ich doch einfach mal weiter. A wish fell off the tree. I'm not supposed to read them.
but it might be good for you to have an example of one. Band, ja. Ich hoffe, sie kommt zurück und sagt allen, dass es sicher ist. I can go against tradition a little for posterity. Mhm. Ich Übrigens, das Melancholie in Spielen finde ich mega toll. Genau das macht dich aus. Liebe geht raus an dich von Joey. Ja, danke. Da sind wir dabei. Das ist prima. Mo, du hast, glaube ich, etwas überlesen von mir oder hast du darauf schon geantwortet? Ich glaube, du bist mal wieder sehr vertieft in das Game. Ja, sorry. Da war ich gerade wirklich vertieft. Es hat auch so was Meditatives. Aber ich versuche mich zu bessern. Ja, ich verstehe das. Ja. Das haben wir ja schon angesehen. Okay, dann lassen wir Dr. Fumio mal Dr. Fumio sein. Weil... Oder, ach nee, da ist das Gerät. Okay. Ich wollte schon... riechen. Smells like an old man's toes dipped in cinnamon. I had to drink this gross potion last night. Like my pendant, it's supposed to protect my brain. Audiorekorder. So. This is a healing instrument created by Dr. Fumio. It draws on the pure mountain air. Dr. Fumio entwarf heilende Instrumente, Inspiration verfügbar. Okay. Ja, das kommt da drauf. Dr. Fumio was an important person. Einfach But ab we und zu also auch just mal have a in den need to Chat put a schauen, human das ist face on alles, events that ja. are beyond our control. He may have felt just as scared and helpless as everyone else. Ja. So, und dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir mal weiter. Hatten wir uns die Treppe schon angeguckt. Ich weiß, dass du das hinbekommst. Nicht umsonst glaube ich an dich, Bro. Ja, auf jeden Fall. Ich bekomme das schon hin. An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger.
So, das hatte ich ja fotografiert, die Blume gepflückt. Und jetzt gucken wir uns da unten mal um. Okay, da tropft was rein in den Krug, aber den können wir nicht nehmen. Ich weiß, ich weiß ja, woran das liegt. Manchmal ist mir das nicht mehr so bewusst, weil ich dich so als Menschen nehme, wie du bist. Ja. Is it recording? Yes. Okay. How to leave home for my daughter. Find a sacred square of earth. Lay down so you have the dirt at your back. Weißt, wie ich das meine, wa? Ja. Close your eyes. Close everything. Do you see for yourself? You see for the dead, for the unborn. Do you listen for yourself? You listen for the dead, for the unborn. Your ancestors are in that dirt. All the living and all the dead are holding you up. Now, stand. They're still there, aren't they? It's time to move, to entangle yourself everywhere with everyone. So the next time you lay down in the dirt, you will have so much more to tell them. Lies ruhig erst dann, wenn die Sequenzen zu Ende sind. Das ist völlig okay. Ja, mache ich. Und bisher muss ich sagen, gefällt mir das Spiel, muss ich mal sagen, echt gut. Also ich mag die Atmosphäre. Irgendwie drückt allein nur die Musik ganz schön auf die Stimmung. Ja, klar, also ja, meine ich ja, es ist halt dieses Melancholische, aber ich mag's. Ja. Pate fixed up 3 bikes instead of 1. Nimm ein Fahrrad und verlasse Caro. Nimm dir noch einen Moment. Nimm dir noch einen Moment. Ich glaube, ich mache mal Fotos von den Fahrrädern. Das sieht auch nice aus. So, und dann gucken wir uns noch mal
hier um. Aber hier gibt es soweit nichts. Okay, hiervon mache ich auch noch ein Foto. Oder, naja, ich lasse es. Ist jetzt übertrieben. Ich auch. Ich könnte irgendwie gerade einfach nur heulen wie ein Schlosshund. Okay. Ja, das tut mir dann irgendwie leid, aber dass du jetzt deswegen weinen musst. Nimm dir ein Fahrrad und verlasse Karo. Ja. Blau, gelb, rosa. Ich glaube, wir nehmen das Blaue. Ich glaube, das hatte sie auch im Trailer, wenn ich mich nicht irre. Es geht mir halt nicht immer so gut, wie du weißt. Ja. Ah, ich muss tatsächlich mit beiden Triggern fahren. Oder ach, okay, jetzt fährt sie alleine. Ah, jetzt haben wir den Prolog geschafft. Season, ein Brief an die Zukunft. Ja, oder bei R1 bremsen. Fahrrad parken. Brief öffnen. Liebe Esdale, es würde mich wundern, wenn dieser Brief dich erreicht. Der Krieg ist wie ein verwirrter Schläfer geworden, der mir fest verschlossenen Augen im Bett
um sich schlägt. Ich beobachte, wie die Soldaten die Menschen zuerst entkleiden. Eine kleinere Erniedrigung, die alles weitere legitimiert. Ich wünschte, ich hätte dich vollkommener geliebt, als die Welt es zuließ. In Liebe, Odell. They were right. The letter never made it. The season before this one, the war, seems so horrible. Okay, also ist der Krieg doch noch nicht so lange zurück. Brief öffnen. Lieber Cornelius, ich habe darüber nachgedacht und muss es dir sagen. Der Name, den du für dein Baby ausgesucht hast, er ist schrecklich. Bitte nimm ihn nicht. Ich bete, dass dieser Brief dich noch rechtzeitig erreicht. Mit besten Grüßen, Derino. That poor baby. Brief öffnen. Diesen Brief bitte an Dr. Fumio weiterleiten. Ich leide an Erinnerungsüberschuss, kann aber nicht zur Behandlung ins Dorf reisen. Ich bete, dass du mir per Brief mitteilen kannst, wie diese Krankheit zu heilen ist. Ich kann nicht vergessen. Jetzt weiß ich, wie wichtig es ist, im Geist freien Raum zu lassen. Sag mir, was ich tun soll. Sag mir, wie ich vergessen kann. Diesen Brief bitte an Dr. Fumio weiterleiten. Before setting up in Kero village, Dr. Fumio roamed the land curing people. It must have been hard when he wasn't around anymore, especially for people who couldn't travel to the village. Ja, 704, Nummer 0215. Import-Export, Stoff 5 Rollen, Kräutertee 20 Dosen, Wurzeln 10, Trockenblumen eine Kiste, Saatgut ein Sack. Auf der Rückseite, die Handelsrouten sind abgeschnitten. Karo wird sich nur noch kleiner anfühlen. Ich glaube, ich gehe mal zu YouTube und höre spezielle Musik, die mich wieder etwas beruhigt letzten Endes. Bis später, Großer. Ja, bis später. Quatsch, ich wollte ihn ja aufheben. Traders used to come to the outskirts of the village. The war put an end to this. Gab es hier noch was? Ich guck mal, ob es hier sonst noch was gab. Brief öffnen. Den hatten wir doch schon gelesen. Ja. Aufheben. Hier haben wir auch alle Briefe. Und jo. Da geht es nicht weiter. Ach, hier unten geht's weiter. Ich kann auch mal
Foto machen. Most of what I've seen from the outside world probably arrived in a cart like this. Inspiration verfügbar. Okay. I wish humans had evolved to sing instead of talk. So. Vogelgesang. Okay. I feel nourished in these sights by the unfamiliarity of it all. These means of connection, long in disuse, are certainly telling me something about the world. Will they be used again in the next season? So. Glockläuten L1. Bremse betätigen, okay. Okay, alte Baukräne. Was sind das? Sowas wie Ölbohrtürme. In the village, these cranes look like little creatures, grazing. I had no idea how huge they are. So.
Im Hochwasser? Was stand da? Ich glaube Hochwasser. Na, komm, willst du wohl? Sie will einfach nicht weiterfahren. Das heißt, ich muss mir einen Weg hier außen rum suchen. Na, wo geht's lang? Das ist so die große Frage. Ne. Nicht mal mit Vollschmackes. I heard at some point the tides got less predictable. Places flooded that never had before. Gucken, ob es hier weitergeht. Ja. Da können wir uns noch was angucken. Seeland, Transportindustrie. Was soll das heißen? Gegründet 543 oder... Ja, vermutlich gegründet 543. So established. A crane to move materials around. The things that used to be possible. Und da das hier so schön steht, machen wir auch nochmal ein Foto. Na. Okay, aufs Rad schwingen will sie sich hier nicht. Hey. Ja, aber das hat echt was Meditatives, hier mit dem Rad rum zu cruisen. I cycled through landscapes, seeing them for the first and last time. I had no idea when I left my home how the season would end, or more importantly, how soon. Okay.
On a cold, damp day, I feel true loneliness for the first time. Nobody could have described with words how big this world is, how it goes and goes. I passed through it, where others passed before me. Ich mir mal gerade einen Schluck Tee ein. Na, dann gucken wir doch mal, wo wir gelandet sind. Oh, es regnet. Nee, komm. Ich schwing nicht aufs Rad. Okay, das ist Sperrgebiet. Ach, aber das ist ein altes Windrad. Kaputtes. Kann ich da irgendwo drauf? Nee. Da kann ich ein cooles Foto machen. The blades turn, but I bet they don't generate any power. Probably just swirling the air around. Ja, da wird einem angezeigt, wo das Rad ist. Nein, ich wollte jetzt kein Audiorekorder. Obwohl, doch das Knarzen vom Windrad. Das könnte man aufnehmen. When a season turns, the reasons behind things might disappear. But the engine may survive. The power is not lost. It's just buried a little. Geht's nicht. Na komm. Alte Autobahnbrücken. This structure dominates the landscape but wasn't made for it. It's for passing through, for moving elsewhere.
Bremsen irgendwie gewöhnen auf R1. Da denke ich nie dran. Every line is dead, every wire is cut. I hate this season. Jede Leitung ist tot, jedes Kabel durchgeschnitten. Ich hasse dieses Zeitalter. Someone was out here alone. Aber den Regen habe ich, glaube ich, noch nicht aufgenommen. Die lange Reise, die Pfade führt mich zum ersten Mal ins Freie, in eine Welt, die immer weitergeht. Time seems to pass differently around here. I feel so heavy and so light at the same time. I'm not really alone. I'm with myself. I'm with the earth. Okay. Und, aber weil wir noch ein Andenken haben, platzieren wir das jetzt auch nochmal hier. Ja. Jedes Mal mit Dreieck aufsteigen. Und jetzt nee, es sind nur Standard-Wasserreflexionen. Ich meine, Raytracing hätte mich jetzt auch gewundert. In die Game. Aufziehen. One melody is like me out here alone. I can't really live like this. Two voices is like me and my mom. We can survive, but eventually you need more. Three voices as complex as life is supposed to be. I could listen forever.
Eine Stimme, eine Melodie, allein in der Wildnis hält nicht lang. 2 Stimmen, eine Melodie und eine Harmonie können eine Weile überleben. 3 Stimmen, eine Gemeinschaft und ein Lied können ein ganzes Zeitalter überdauern. They kept themselves company with music. So. Hier geht's weiter. Genau. Ich traf einen Fahrer von einer Gruppe, die eine Gemeinschaft aufbaut. Ich fahre mit ihm. Leb wohl, einsamer Ort. Leb wohl, einsames Zeitalter. Looks like they made it out of here. But what is this group? Achso, naja. Wollte noch ranzoomen. In the empty places, I found companionship in the tapes I recorded before leaving home. The elder told me the story of her life. I listened back to it, ready to note down anything that seemed important. Let's set the scene for the listener, whoever that might be. This is the elder speaking. We're sitting in the plaza, saying goodbye to a dear soul. We're here to see if there's anything useful in my mind that could help you on your trip. A century's worth of memories, dreams, fantasies, visions. Like a big, old, haunted library. When I die, this library will burn down. But which book should we check out first? I don't have all the answers, but I do feel the story of my life could help you understand what kind of world is out there. Hast du noch andere Tipps für meine Reise? It's okay not to understand everything right away. The moment may pass before you've gotten a firm hold on it. But as long as you're there to witness it, to take it down in your journal, you and others to come will someday take the time to make sense of it all. Wie heißt du wirklich? Francis Cale, if you must know. You can call me Frank. Or Elder. Or the Elder. Or Elder Frank. You know, whatever. I don't care. Wo bist du geboren? I was born on the ocean. My mother and father worked on a cruise ship. The short-lived but glorious, watery republics. Floating cities. Most won their independence by the time I was born. How can I describe them? They were a jewel of the golden season. Pleasure boats with a radical political program. How nice. The golden age was a time of flags, logos, mottos, mastheads. My mom taught me to read them. She was the ship's philosopher. My dad was a recycling engineer. Recycling on the ship was a matter of life and death.
We had to get the most out of every object and watt of energy. Erzähl mir von deiner Mutter. Woher stammt deine Familie? Erzähl mir von deinem Vater. Erzähl mir von deiner Mutter. These symbols and gestures were layered with meaning. There are signals in the way you might move your hands or close your eyes. Her job was to manage the symbols and their meanings. She designed the ship's flag, for example. Let me draw it for you. After the war, people were disgusted with groups and symbols. Keep an eye out on your trip. I bet you won't see a signal flag flying. Her name was Augusta Kale. Wie war es dort I aufzuwachsen? loved the way the ship would tilt and roll with the waves, especially as I fell asleep. It was so comforting. Picture me as a kid in bed, feeling the swaying of the ship. It was like being rocked to sleep as a baby. I loved exploring the ship too, wandering through the suites, the swimming pool, the game rooms, and oh, there were 2 dance halls, a large, elegant one and another one in the basement. A lot of my firsts were down there, my first dance, my first kiss, and so forth. Wann verließt du das Schiff? Our ship was taken over in the early days of the war. That was the end of the watery republics. I heard the dance hall in the basement became a weapons cache. Took me half my life to say goodbye to the world I knew in my youth. Imagine me and my parents and everyone I knew being escorted off the ship by a company of soldiers. And I'm thinking, I hope they don't make a mess of my room. I was embarrassed by the younger kids who were crying their eyes out. But they knew, I guess. Was dachtest du, was passiert? War es das Ende eines Zeitalters? Yes, the start of the war was a turning of seasons. And we had been warned the season was going to end. Oh, but we didn't understand the warning. You see, one night, along a coastline, we saw beautiful lights shimmering above the water. Later, we found out this was an ancient warning system. It hadn't been used in so long. We didn't know what it meant. We just thought, well, ain't that pretty? We tried to stick together and camped out on the coast of the prismatic grounds. Was dachten deine Eltern? Was sind die Prisma-Arbeiten? Wie ging es dir? Ich frag mal, was sind die Prisma-Arbeiten? A kingdom of art and science. They got rich during the golden season. Everything that made them beloved before the wealth came. Passionate, uncompromising, self-obsessed. Made them unbearable once they had power. Artists make terrible kings. Are you sure you want me to keep going? The story gets darker from here on. Mach weiter, hör auf. Nein, wir hören uns die Story an. Okay, so conditions in the camp were getting worse. My mom got lost in thought for long periods of time. She'd be completely still for hours, days even. We realized she caught, well, now we call it time misperception disorder. It's when you lose your ability to tell how much time is passing. A minute can feel like an hour. A day can pass in 10 seconds. Wie fühlte sie sich dabei? Wie fühlte sie sich dabei? What's so hard is the feeling of absolute loneliness. Normally, we're all at least roughly in the same flow of time. But with this disorder, you walk alone, truly. We heard about a traveling doctor who could cure these kinds of diseases. I decided to go find him. I found out his name was Dr. Fumio, and he traveled with his son Lucio. People talked about him like he was a god. Was geschah, als du sie gefunden hattest? Was war mit dem Krieg? Was geschah, als du sie gefunden hattest? I described my mom's condition to Dr. Fumio.
He said there was no cure yet, but there was a village high in the mountains. He thought it was high enough he'd have a better chance at treatment. Lower places are more dangerous. Valleys are the worst. He invited me to join them in going to the village. But I wanted to go back and get my parents and bring them with me. Ein Dorf hoch in den Bergen. Yes, our Caro village. People thought it had been destroyed, or was a myth. But Lucio had a vision which showed us how to get here. I packed my things and got ready to leave the next morning. That night, my mom came to me in a dream. She was standing in a field of flowers. I'd grown since I last saw her. We were the same height. She pressed a finger hard into my palm. She taught me well. I knew the meaning of the gesture. I knew no matter what I did, I'd never see my parents again. In the morning, I told Dr. Fumio I would follow him to Caro village. The next few weeks were very physically tiring, hiking, climbing. And when we found the village, building, planting, cleaning, Fumio brought sick people from all over the world, and they got better. The treatments worked. Everyone was healing. So why couldn't I? One day, we got word the war was over. We never found out how it ended. It was like peace just swept over the earth in a split second. There was a party in the plaza to celebrate the end of the war, but I couldn't bring myself to go. Yes, it was over, but it had taken my home, my family. That night, as I was falling asleep, I felt the bed tilt and sway gently, as if it was being tossed on the waves of the ocean, as if I was back in my bedroom on the ship, as if I was back in my mother's arms, being rocked gently to sleep. I knew I was finally home, and nothing could hurt me. I imagined coming upon a place as hidden and singular as my own village. Eventually, I found myself circling a valley, looking for a way in. ENG Valley, okay. Machen wir doch nochmal ein Foto. This valley is asking people for a visit. I should oblige it. Zum ENG Valley. Und wir fahren wieder. Ja. Das ist echt entspannt. Okay, hier sollen wir bestimmt wieder absteigen.
Oh, Gather around the grey hand. Also versammelt euch um die graue Hand. Okay. the valley. One second. Dann gucken wir uns da erstmal hier um. The Gateway to Tieng. Das Tor nach Tieng. Hier steht das Tor zum Tiengtal, Heimat der 3 achtsamen Götter. Stelle dir beim Eintreten die Millionen von Pilgern vor, die schon durch dieses Tor geschritten sind. Sie wurden geboren, sie lebten und sie starben. I'm not the first to do this, just the first in a long time. Is that a strotophob? What are they called? What is it? Mein Rekorder. Das ist ein TR13. Ja, nehmen wir das. Das ist ein I love old gear like TR13. that. It's getting more and more rare. I had a camera, but it broke. Not that interesting of a story, I guess. What are you doing here? Ich will die Welt beobachten und aufzeichnen. Ich will Leute kennenlernen. Ich will den Moment erleben. Ich will die Welt beobachten und aufzeichnen. The whole thing, huh? You're young. You got time. What kind of stuff are you recording? Tiere und Landschaften, hoffentlich Menschen und ihre Kultur, alles, was mein Interesse weckt. Ja, nehmen wir alles, was mein Interesse weckt. Ja. That's the way to do it, if you ask me. If anyone asked me, I mean. The valley would be a good place to use those tools. Too bad it's closed down. Let me finish up here, huh? Also kommen wir nicht ins Tal oder was? Respektiere die Einwohner des Tiengtals. Sie sind keine Schauspieler, Touristenführer oder Tiere, sondern hart arbeitende Leute. Es wäre gut, wenn du den ganzen Müll und Abfall von den Kiosken einsammeln könntest, bevor du gehst. Sie verschandeln das schöne Tal und beleidigen die Kultur der Ansässigen, die keine massenverarbeiteten Lebensmittel oder Getränke essen. I'll think about what kind of visitor I want to be. Hey. This was like a second home for a while. That was fun earlier when you showed up. And I was carrying the cardboard man. You were like, who are these guys? I've been pretty bored here. You know, the valley's going to be flooded soon. That's why nobody can go in there. The dam is falling apart. Wann wird er brechen? Was ist mit dem Damm los? Wann wird er brechen? Ja. Couple of days from now. Day 0, we call it. Wer ist wir? Greyhounders. We're a community organization. We do all kinds of fun stuff. Health clinics, mine sweeping, daycare, evacuations, weddings. We're new. Was ist mit graue Hände gemeint? Eine vielseitige Liste von Dienstleistungen. Was ist mit graue Hände gemeint? It was supposed to be because we're helpful yet neutral. We took a vote and decided to change the name, though. We want something more friendly sounding. I'm excited to find out what it will be. We're trying to get new things going. But it's hard.
The past really has a tight grip on people. Doesn't feel like a fair fight. So we're trying to, well, anyway. It's funny. I stood guard here for a week, and I've only seen greyhounds like myself, and valley people on their way out. But now I see you, and you're like a new element or something. I've never met anyone doing what you're doing. And we greyhounds gotta support new things. So, I'm not supposed to let anyone in. How can I? Jeez. I think you should go down into the valley and take a look. Gotta try something here. Okay. Dang it. I was trying to wink. Well, you get the idea. Go on and put that old gear to use. You can take my map of the valley too. I don't need it anymore. I'll be down to pick everyone up around midnight. See you then. I met a greyhound. He let me into the valley. Am Sammelpunkt. Was machen die grauen Hände? Die graue Hand, die ich traf. Der Sammelpunkt ist eine gute Ausgangsposition. Okay, für I was? think he wanted me to record what the greyhounds were up to, and he gave me a map. Sammelpunkt Q 023 024, Eingang zum Tal, öffnet bei Sonnenuntergang 026 025. Achso, 023 Sophon 024 Kochi 0026 Jasel 0025 Matiora. Okay. The assembly point seemed like a good place to start. I wonder what he expects me to discover in the valley. Aufeinandertreffen. Triff auf einen Fremden und sei nett zueinander. Okay. The elders said that people were exhausted by symbols after the war. But here are a few hanging. Muss, glaube ich, nochmal an die Tafel gucken. Vielleicht sind da noch ein paar mehr Gegenstände. Vorderseite der Eingang zum Schrein des Tieng-Tals. Rückseite der Schrein des Tieng-Tals ist nur bei Sonnenauf- und Untergang geöffnet. Die Besucher stehen früh auf, um die morgendliche Zeremonie mitzuerleben. Und sie kommen abends zurück, um den Zeremonien zum Tagesende beizuwohnen. It seems like I'll have to wait for night to enter the shrine. Na, das hatte ich ja schon gelesen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gelesen. Dann platzieren wir hier nochmal 2 Andenken.
Okay, dann fehlt noch eins. Hier ist kein Geräusch. Ja, ich muss noch mal. Das war der Fahnenmast, der das Geräusch gemacht hat. Vielleicht. The elder didn't think I'd see any flags. This could be a sign that the season is changing. The elder warned me about valleys. She said they were dangerous. I feel a dulcet tension in the air. I enter to see the moment between seasons. So. Das heißt, wir können jetzt weiter ins Tal. Dann machen wir das mal. Bin schon mal gespannt, was uns da erwartet im Tal. Und wir wissen ja, dass wir nur noch wenig Zeit haben, nur noch ein paar Tage, bis der Staudamm da bricht. Und ist die Frage, inwiefern das im Spiel die Rolle spielt, weil so einen richtigen Tag-Nacht-Wechsel. Oder kommt das jetzt? Bisher hat man noch keinen Tag-Nacht-Wechsel. Willkommen im Tieng-Tal. Denk daran, du hast es hierher geschafft, aber wir haben das hier geschaffen. I am probably the last person that will ever be welcomed here by this sign. So, mal hier um. Zeremonie der beliebigen Toten. Eine Person wird willkürlich auf dem Friedhof ausgewählt. Ein Mönch gräbt die Erinnerung dieser Person für alle aus. Jeden ersten Samstag im Monat bei Sonnenaufgang auf dem Friedhof im Tieng-Tal. I have wondered about the lives beneath unkept graves.
Was machen die grauen Hände? Okay, das müssen wir aber erst am Sammelpunkt zusammensetzen. Da war doch noch was. Ja, mal wieder zurück zur Straße. Und dann geht es mal hier rein. Hi Kaito, wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du da bist. Gut, gut. Und selbst? Ja, auch gut. Nur ein bisschen K.O. vom Tag. Von der Arbeit. God of sleep, I've been gathering heartache, and I've been gathering courage. If my big prayer is wrong, if it goes against divine will, please spare the people of this valley. We're so desperate for peace. Memory told over and over again. Aufmerksamer Zuhörer, finde eine versteckte botanische Stimme. Okay, sogar eine Silbertrophäe. She must have been important to have such an elaborate solitary tomb. Wie war dein Tag, Kaito? Stand da jemand? Ah nee, das war eine Tafel. Okay. Tut mir leid, aber was ist eine Gedächtnisblume? Gedächtnisblumen gibt es nur im Tiengtal. Ihre lange Geschichte hängt eng mit den religiösen Riten des Tals zusammen. Warte und lausche, du wirst überrascht sein, was die Blumen erzählen. Schön, aber gefährlich. Merk dir dieses Sprichwort. Gedächtnisblumen rar. Rar? Wunderbar. Gedächtnisblumen zuhauf. Lauf. Memory flowers few? Few. Memory flowers many? Danger aplenty. Okay. Dann sollten wir uns das wohl merken. So. Nochmal ein Foto.
These metal animals are looking up, expectantly. Na, das ist noch eine Pflanze. The people here are so weak. I heard gunshots last night. That was us. What is that? Look at the pond, the water. What is that pattern? Should we run or something? Something frightening happened in this memory. Tag war What was stressig. it? Aber jetzt ist es wieder besser. Okay. Ja, das tut mir leid, dass dein Tag stressig war. Aber schön, dass es jetzt wieder besser ist. So. Wir kamen von da oben. Mit der Blume haben wir ja schon geredet. Okay, eine Sirene. Ach, da gibt es dann auch noch verschiedene Filter. Na, dann gucken wir mal, wo wir hier sind. Da sind wir jetzt. Okay. Sammelpunkt. Wie? Ich kann jetzt nicht blättern. Das kann ich nicht blättern. Naja. Thoughts on a New Season, a Manifesto for the Future. Gedanken zu einem neuen Zeitalter, ein Manifest der Zukunft. Jeder weiß, dass etwas nicht stimmt, aber niemand weiß, was zu tun ist. Jeder paddelt ziellos durch den Kummer, jeder ist in Trauer, denn das letzte Zeitalter hat eine hübsche Leiche hinterlassen. Es ist Zeit, sie zu begraben und weiterzumachen. Du sagst, so einfach ist das nicht. Ja, aber die Mauern um uns sind nicht so dick, wie sie scheinen. Eine könnte sogar eine Tür sein. Wir rufen einen Moment der Psychose hervor, in dem wir vergessen, dass wir nicht durch Wände gehen können. Und wir tun es.
gray hands want to end this season. Grauen Hände, Basiswissen. Beginne mit einer politischen Bildung. Okay. Pläne für eine bessere Zukunft. Film oder abspielen. Wir haben keine Anführer, keine Fehler diesmal. Keine Fehler diesmal. Wir werden nie Krieg führen. Das Gewicht der Vergangenheit wird von uns abfallen und wir werden die Welt zum ersten Mal sehen, wie sie ist. Wir halten uns an den Händen. Die perfekte Zeit lang, nicht zu kurz, nicht zu lang. Wir werden das nächste Zeitalter errichten. Okay. They say they're going to build the next season. How? So, jetzt werden wir aber hier nochmal ein Foto machen, weil wir das brauchen. Oder doch nicht. Okay. Und wo ist jetzt die andere Seite? Komisch, was machen die grauen Hände? Genau das, der Sammelpunkt. So. Jetzt fehlt uns noch ein Gegenstand. Eine Notiz oder so ähnlich müsste es sein. Vermutlich liegt die hier. Danke für das Finden des Tagebuchs meiner Tochter. Wir waren so gestresst. Ein Mitarbeiter namens Sol hat sich Zeit genommen, alle Fragen meiner Kinder zu beantworten. Er hatte mehr Geduld mit ihnen als ich. Danke für das Tragen des schweren Gepäcks einer alten Person wie mir. Später will ich graue Hand werden, damit ich anderen helfen kann. The gray hands seem to care what people think about them. Moin Ass, wie geht's? Wie steht's? Okay, das war doch nicht das Formular, was ich brauchte. Niedrige Höhenlage ist gefährlich. Die strahlende Stadt liegt erhöht mit sicherem, fruchtbarem Boden. Platt, aber okay. Danke. Und selbst, ja, würde ich auch so sagen. Ich bin auch ein bisschen K.O. von heute, von der Arbeit. Aber es geht, ja.
The elder also said low places are dangerous. The city is high up like my village. Maybe it is safer. Strahlende Stadt, eine leere Leinwand für deine Träume, eine Gemeinschaft für den ganzen Menschen, nicht den Arbeiter, nicht die Eltern, nicht das Kind, den ganzen Menschen. It's hard to imagine something new, a new way of living, but they're trying. Versammelt euch um die graue Hand. Imagine if the man I met is the only living gray hand, and the rest are cardboard. Ja. Okay, diese eine Notiz, wo immer die ist. Ich finde sie gerade nicht, aber die müsste ja hier am Sammelpunkt sein. Ein Foto und Text dabei. Also hier ist es auf jeden Fall nicht. Da vielleicht. Aufheben. There must be a lot of people going to the city if they need to keep track of them with cards. So war das ein Formular. The gray hands are the future in all its uncertainty, the good and the bad, the hope and fear of progress. The loneliness of this season will be left behind. A collective project is coming. They had to leave so much behind. Machen wir das hier neben. Und das hier neben. Oder fehlt immer noch was? So viele Sachen zum Sammeln haben wir doch gar nicht mehr.
davon mal 20 Sekunden auf. Lonely power generator crooning. A plan is in progress. Ja, da war doch noch was. Noch ein Andenken. Ah, hat geklappt. The process of taking people out of the valley was also a kind of ritual, a way of bridging one life to another. They know the world they're leaving. The next one hasn't been created yet. So viele Enden kann es doch im Spiel gar nicht geben, eigentlich. Ah, okay, das Telefon klingelt. Musik aus der Ferne. Warten. Hallo? Entferntes Geräusch, wie jemand zum Telefon läuft. Dinge werden umgeworfen. Telefonhörer wird aufgehoben. Oh, thank God someone is still down there. I've been trying to get a hold of someone for hours. Ah, thank you. I forgot the day zero materials. You know, the visual literature, the warm bath of ideas? I left it at the dig site. It should be sitting on a barrel with a fruit sticker on it. Oh, wait! Hold on. I forgot to do the secret password. I don't even know who you are. Is it too late now, you think? Los, frag einfach. Okay. What day is the day after tomorrow? Gute Frage. Der 23. Dienstag, Tag 0. Ich sag mal Tag 0. Phew, okay. I did figure you'd be... Sorry, I didn't recognize your voice. Hard to keep track of all the new recruits. What else was I gonna say? There was vandalism on a few of the posters. Bad stuff. I put them in the trash. Keep an eye out for more. Anyways, thanks for answering. The day zero material is in the dig site, pretty sure. It should be sitting on a barrel that has a fruit sticker on it. You know, I guess I was going to say you could bring it to me, but the flood will destroy it anyway. So actually, I was worried for nothing. Everything is lost in a flood. God, we really know what we're doing. I'm excited for this all to be over. I'm excited for this all to begin. Bye-bye now. Okay. Jetzt wollen wir doch erst recht wissen, was in den Day Zero Materialien ist. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die Grabungsstätte? Also die Dig Site. Da oben kommen wir, glaube ich, gar nicht hin. Ich will es mal probieren.
Doch, da kommen wir hin. Kuhfarm. Ah, da ist offen. This machine looks powerful. It must have done the work of many people. So. So. Is that your name on your collar? Let's see. You are Madrigal. Da habe ich doch heute erst irgendwo einen Bericht, ich glaube, es war im Morgenmagazin oder so, gesehen, dass Leute tatsächlich Geld dafür ausgeben, mit Kühen zu kuscheln. And you are Mata. So. Na, die Kuh können wir doch, glaube ich, gut fotografieren. Bitte was? Ja, es gibt wohl so einen Bauernhof. Sie haben nicht gesagt wo, aber wo man gegen 25 Euro mit Kühen kuscheln kann, sozusagen. Also, du wirst dann in den Stall gelassen und kannst dann die Tiere streicheln und dich dann auch richtig an das Tier lehnen. Die bleiben dabei ganz ruhig. Also, weiß nicht, ich würde es, glaube ich, nicht machen. Ich hätte zu viel Respekt vor so einer Kuh, aber oh Mann, was es alles gibt, ja. And your name is Tupet. I wonder who named you that. You are a cow and you are named Krasnahorkai.
Boah, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, hier alle Sachen zu finden, die man... Okay, hier können wir noch was einsammeln. Wir werden evakuiert. Sie bringen uns in ein Wohnhaus in der strahlenden Stadt. Das ist kein Platz für Tiere. Bricht mir das Herz, aber ich muss euch alle hier lassen. Ich habe das Radio auf euren Lieblingssender gestellt. Ihr wart immer gut zu mir. These people had to leave so much behind. Wieder aufstellen. Entscheiden. Wow, we got a big show today. Huge show. Breaking news. The Greyhands have died. We're being reborn, baby. And we're taking suggestions for our new name. Live on the air suggestions from the rank and file. You don't even need to be a Greyhand to suggest a name. True, true. The number to call is 0019. That is 0019. First caller, hit us with a name. Hi, yeah. I was thinking the bricklayers. Okay. Bricklayers. Laying some bricks. Well, yeah, thanks for the suggestion. We'll be taking them all afternoon, so keep them coming. That number again is 0019. You're listening to Greyhand Radio. We are broadcasting live from Greyhand HQ. And we're gonna take a little break. If the Greyhands are changing their name, you'd know them as something else. Verlassen. Okay, das war Inspiration, aber das war noch nicht genug Inspiration. We got a big show today. Huge show. Breaking. Ah, okay, das hat ausgereicht. Compared to my village, they lived in the open here. They lived on the land itself. I hope in the future, at least some people are still living like that. So. Dann wollen wir mal weiter. Okay, nee, von hier bin ich ja gekommen. Wollte gerade sagen, was sind das für Steine? Mhm. Parking lot, Shrine of Shrine Entrance, Fruit Farm, Cemetery, Dam, Serene Pond, okay. Dann gucken wir uns nochmal hier oben um. Ach, das gehört alles zur Farm, oder was? Okay.
Naja, die Farm haben wir jetzt schon abgegrast. Ja, ich guck nochmal, wie die Kuh heißt. A beautiful cow named Gorp. Corp, okay. So. Dann wollen wir auf jeden Fall weiter. Ich frage mich jetzt nur, ob wir jetzt hier hoch wollen oder... Obstfarmumgebung, okay. Umgebung. Leiden Sie oder ein Bekannter unter Tagesvision, kontaktieren Sie uns 1122. I wish Pate could call this hotline to talk about his heavy dream. Wir wollten ja vorhin zur Grube, um zu gucken, ob der da sein Päckchen oder was mit dem Manifest. So, dann gucken wir doch Looks mal. like there's no one around anymore to enforce this. Durchzwingen. Ja, wir gucken uns da mal um. I found a dig site that is fenced off from view. What were they doing here? A greyhound said he left his materials behind. It should be somewhere around here. Dann lesen wir mal. Ich habe das Notizbuch des Mannes, der beim Studium von Harpic gestorben ist. Zurück in den großen Baum in der Nähe der Farm der Frau gelegt. Wir haben sowieso alles daraus kopiert. Ich hoffe, das hält das Kind davon ab, es sich zu holen. PS, könnte jemand das Loch im Zaun reparieren? There's a big tree with a researcher's notebook inside it somewhere. Sicherheitsvorkehrungen, Gefahr, psychoaktives Mineral, Vorsicht ist geboten. In der Nähe des Minerals nicht sprechen, singen oder pfeifen. Sie begeben sich in eine Ruhezone. This is the kind of brain trouble my mom warned me about.
Die Wohnungen sind fertig. Renovierung und Reinigung des Wohnkomplexes ist beendet. Wer noch keinen Antrag auf eine Wohnung gestellt hat, sollte dies jetzt tun. Zahnmedizinkurs der grauen Hände. Lernen Sie grundlegende Zahnmedizin, um Ihren Nachbarn zu helfen. Keine Erfahrung erforderlich. Arbeit im Tiengtal abgeschlossen. Tag 0 rückt näher. Aufgeregte Freiwillige der grauen Hände stehen um das entdeckte Vorkommen herum. Vorschläge für unseren neuen Namen. Nach dem Votum der letzten Sitzung brauchen wir Namen. Keine Scheu, keine schlechten Ideen. Namen, Namen. The work at the dig site has something to do with day 0. Als wir die letzte Kiste gepackt hatten, waren wir völlig erschöpft und Jono sagte, die richtige Arbeit beginnt nach Tag 0. Haha. They look relieved to have finished their work. Das hatte ich mir schon durchgelesen. Geschätzt 10 Jahre alt, sammelt sich vor allem an Objekten im Boden mit starkem sentimentalem Wert, Kinderspielzeug, Eheringe, Fotos, Tagebücher, aufgrund von Umgebungserinnerungen. Memories and emotions condensed into a mineral. I wonder what this channel is for. Ref 2837403 Bauleiter Tali, Versanddatum, Inhalt LKW-Nummer 37 HPIC 60 Kilogramm E1875 67 Forschungsakten G7316 HPIC 100 Kilogramm 11.07. Generator E1875 sonstige Ausrüstung Bodenproben 12.07. HPIC 120 Kilogramm S5431 eingetragen und eingekreist Kanal 63,2 FM. They must have already shipped out all the Harpic they need.
Sie erforschten ein lila Mineral. Okay. Jetzt fehlen uns immer noch 2. Öffnen. Day 0 auflesen. Ja, Tag 0. Nein, nicht lesen. I wonder what's on this reel. Was wohl auf What dieser is Rolle day ist. 0? Maybe I can find out more about it. Tag 0, 50 Kilometer, Kilometer Radius, 309 Kilogramm Menge, großes Gebet. They dug up all that Harpic in order to conduct some sort of prayer on day 0. Audio Recorder einschalten. I've recreated the same setup as the prayer statues right here in my workshop. I set up a singing bowl so I can verify the pattern that will form in the water. And some harpic, of course. Each god seems to correspond to a resonating frequency. And when this vibration acts on the harpic, we get the psychoactive response. Going to give it a try here. I remember watching my dad make shadow puppets on the wall. Felt strange because I could see how it was done. I could see the trick of it, but it still felt kind of magical. It worked. I do feel the more I do this, the more tired, and it feels like it takes me longer to return to the present. But now I have some control. I face the question of how this mineral affects the soil. I still have a lot of work to do. That's all for today. A mineral that can affect the mind. Dann fehlt mir noch 1. Okay. The Grey Hands present one side to the public, and another is hidden behind metal fences. There is no one to oppose them. There is only my record of what they did here. Okay, das heißt, die Grabungsseite habe ich. Grabungsseite, die Ausgrabungsstelle habe ich fertig.
Dann zwängen wir uns hier mal durch wieder. Ja. Da haben wir unser Rad. Jupp. Und, na komm. Wir wollen ja jetzt zur Farm. Und ich denke, bei der Farm ist da dieses Buch versteckt, von der Notiz die Rede war. Na, jedes Mal fahre ich an die Seite. In einem hohlen Baum. Soll ein Buch versteckt sein. Ach, da arbeitet jemand. Oh, no, no, no! You said we had until midnight. I'm not ready to leave. Look at all this. Wait a minute. A cute outfit, a bicycle. You're not a greyhound. Oh, what a relief. I'm sorry. I just assumed because who else would be... What are you doing here? Ich will Menschen treffen, ich will den wahren Zustand aller Dinge erkennen. Ich nehme das Tal auf und erforsche es. Ja, machen wir das. You're really cutting it close. I guess I'm doing research here on the lawn. I'm studying my own life. Welcome to Tiang Valley. You should have been here a week ago when the evacuation started. Almost everyone is gone now. Fast alle. Wohin gehen sie? Ich nehme mal fast alle. My son and I are still here. There's a few old people left too. You might come across them. Hopefully everyone will leave the valley tonight. We're going to live in the city, in a little apartment. Look. Start your new life in Radiant City. Okay. Beginne dein neues Leben in der strahlenden Stadt. Stockwerk 8, Wohnung 809, Wohnraum 72,25 Quadratmeter, Balkon 8,5 Quadratmeter. Jede Wohnung der strahlenden Stadt ist voll ausgestattet mit diversen Geräten, Quilts, Spielzeugen, Musikinstrumenten und viel mehr. Doch vor allem sind sie mit einer liebreizenden Nachbarschaft ausgestattet. See how they put the dimensions on the back? I recreated our future apartment here, on the lawn. This is the space we have to work with, to live in. I'm trying to really imagine what it'll be like. We're going from a big farm to one room. And we need to be packed by tonight. I already packed for myself and my son, but
My husband Yuri is a little harder to pack for because he passed away recently. And I can't bring all his things. It's not realistic. His stuff is still... It's all here. It's okay. You said you're here to study the valley? My Yuri was doing the same thing. We can do this. Just need to decide. Okay. Dem auf der Wiese neue Seite hinzugefügt. Yuri learned to paint from our neighbor, Matiora. He painted all 3 of these. This is a self-portrait he did. Kind of intense, right? Ja, intens würde ich es jetzt nicht unbedingt sagen. He was more handsome than that. I wish he could have seen himself the way I saw him, you know? He was really lovely. Just occasional dark moods from his work. This is his portrait of me. Wie das mittlere Bild, da ist ja fast nichts zu erkennen. Ja. We got into a fight over it. What's that supposed to mean? You just splatter some paint on the canvas and put my name on it? He said it was my essence. I don't know. Do you think it looks like me? Ja, ich kenne dich noch nicht gut genug. Nicht wirklich. Nee, ich würde mal sagen, nicht wirklich. Auch wenn es hoffentlich nicht zu unhöflich ist. Aber, ja. He painted this for Kochi. Ach, die geht gar nicht drauf ein. Okay. Some kind of private joke between the 2 of them. I don't get it. They were both interested in the war and how it ended. I'm not. I just pray nothing like that will ever happen again. Which painting should I take with me? Juris Porträt, sein Selbstporträt. Achso, Juris Porträt von dir, sein Selbstporträt. Kochi und die Soldaten. Ich würde sagen, sein Selbstporträt. Weil dann hat sie ein Andenken an ihren verstorbenen Mann. Ja. Yes, you're right. Himself from his own eyes, something I could never see without this painting. So. Our old cart broke. I overloaded it. So I had to use the wheels of his bicycle. Now he's so mad he won't say a word. I've packed my essential clothes. I don't know what to do with these. This was Yuri's best suit. Maybe when Kochi grows up, it'll fit him. That's a long time away, though.
My island dress. I made this for our trip to the islands, the trip we never took. It was based on a photo of a seaside Azan dance. The hours I spent on this. These are some of Yuri's clothes from when he was a kid. I thought Kochi could wear them, but he says they're itchy. So what's the use? But to throw them away... He was a little boy. He would put these clothes and go to school. He grew up. Oh, God, this is... I mean, this hurts a little. Okay. Pack den Anzug ein, pack das Inselkleid ein, pack die Kinderkleidung ein. Na, den Anzug wird er nicht brauchen. Vielleicht die Kinderkleidung, ja. Yes, they seem so precious. I don't know. I should keep these. All right, this is going well. But I feel like I'm forgetting something. Or someone. The demon of shame and mourning. Dämon der Scham und Trauer. How could I have forgotten? Now, where did I put him? We need to bring the demon of shame and mourning. When someone dies and you're in mourning, you're supposed to keep the demon in sight at all times. He's supposed to remind you of your regrets. It's a religious thing. Mhm. Okay, aber ein paar fehlen immer noch. Oder mal ein Foto von ihr. These are Yuri's books. They're pretty heavy. Das Prisma von gestern. This is an old religious book, The Prism of Yesterday. He didn't like to talk about his faith. I haven't read it much. Maybe there's a part of him in these pages, a part I never understood, that I could still glimpse. Maybe he would want me to keep this one. But I don't know. It just doesn't mean much to me. Yuri found this old tourist guide to the valley before we moved here. Ferienland Jengtal. He was so excited. But this guide is really out of date. It's from way before the war. There's something optimistic about the colors they used. Lerne die Asen-Sprache. Yuri really wanted to take a trip to the archipelago together. We prepared for it a lot. Even taught ourselves a bit of the language from this book. But we never made the trip. It was always going to be soon, but it never happened.
Seems like the kind of thing no one does anymore. Which should I take with me? Okay, der Guide ist veraltet. Religionsbuch. Ich glaube, ich nehme den Sprachenguide. Der ist wenigstens zu was nützlich. Buch über die Assensprache. Ja. Für deinen Sohn zum Lernen, falls du zu den Inseln reist. Scheint selten zu sein. Ach so, ja, dann ist das alte Religionsbuch vielleicht. Aber jetzt habe ich mich schon entschieden. Naja. Dann machen wir für deinen Sohn zum Lernen. That's true. Maybe someday I could teach Kochi to speak it. I suppose I'll be leaving the other two behind. I know they're heavy, but would you want to take one with you? Den Tieng-Reiseführer nehmen wir. Oh yeah, you're the last Tieng Valley tourist. You deserve it. Let's see how this is going so far. We'll remember Yuri's dream of going to the islands. Yuri's clothes, from him when he was a kid. I'll remember how Yuri saw himself. I think we're almost there. Let's just look a little more. Ach, das waren alles Juris Klamotten. Naja. My husband built these tools to study the valley. They were his life's work, and they took his life away. So what do I do with them? You can't buy tools like these. He made them. My husband didn't insult God, but maybe he stepped on his toe, and his life went out of him. Was ist passiert? There's the skin of our body that keeps us together, but there's also the skin of our minds. The skin of your mind can pop like a bubble, and everything that makes you yourself will come pouring out, and the earth will devour it eagerly, the way wind fills a vacuum. They might be incredibly valuable to a scientist on the other side of the world. I don't know. I also hate them. I get you're a curious soul, but I forbid you from using them. I don't care, but he did. He gave his life trying to understand this world. I can't keep these tools, and I can't throw them away. There's even more of them, bigger ones, out at his work shed. Okay, I'm going to turn away now. I want you to take them or throw them away. I don't want to know. Wir nehmen sie mal. Vielleicht können wir sie noch gebrauchen. Also zumindest den Hammer. Sind wir jetzt hier? We build our lives out of what we leave behind as much as from what we carry with us. Okay, sind wir jetzt hier fertig oder haben wir noch irgendwas, wo wir helfen können? Ah, da liegt noch was. I went through all our old photos, trying to see what I might be forgetting. I love that view. Have you been up there, by the entrance to the shrine?
Noch nicht. Ich glaube ja, vielleicht irre ich mich. Nee, wir waren noch nicht beim Schrein. You really should go see it when it opens. It's just across the river and up the hill. The doors to the shrine open when the sun goes down. The monk is still in there. I hope he'll evacuate. That's Matiora. She lives east of here, out in the woods by the river. She said she'll evacuate, but she's still here. It makes me nervous, but I can't complain. We're still here too. Nach Juri fragen, nach ihr fragen, nach dem Jungen fragen. Fragen wir mal nach ihr. I wasn't interested in having a child at first. There are just so few these days. The thing all three of us had in common as a family was that we were pretty silly. We used to be, when we were all together. The past is such a heavy dream. And I never remember my dreams. But when I wake up, there's a cloud of feelings the dream left behind. Then the day begins. I move around, and that trace disappears. I wonder if our memories of the valley will drift away like that. Bleib in der Gegenwart. Schau in die Vergangenheit. Schau in die Zukunft. Ich sag mal, schau in die Vergangenheit. Oder nee, schau in die Zukunft. Das ist glaube ich, das Positivste. Someday Kochi will be as old as his father was when he died. What will he remember? All right, this is it. Die Achse ist gebrochen. Und die... Oh. I killed Der him. Dämon ist kaputt. The demon of shame and mourning. What was I thinking bringing it along? What an awful tradition. Kochi, do you still want to take a final tour of the valley? Let's get those wheels back where they belong. I know what I'll carry with me. It's something I couldn't leave behind if I tried. It couldn't be crushed, like the demon. It's too many layers deep. I'll carry the part of me that's gone. But there's so much life left that flowers grow along its edges. Something like that. I'm glad you came to Tiang Valley today. Thank you for being there for me. I didn't realize how much I needed a stranger's ear. Now, there's no rush, but as you try to wrap your mind around this place, feel free to come ask me questions. I'll be right here until night comes. Backup-Lieferung. Hilf Sofon beim Packen ihrer letzten Dinge. Okay. Und das hatten wir ja gemacht. I love sounds and music. If you have anything you recorded to play me. Was sollte ich mir im Tal noch ansehen? Ja, das fragen wir mal. I think Matiora is still around.
She's an old artist who lives out in the woods. You could pay her a visit. Darf ich dir was vorspielen? Was nehmen wir? Das könnte ein Zeichen für das wechselnde Zeitalter sein. Ein Gebet für den Frieden. Am Ende kam doch. In dieser Erinnerung ist etwas Beängstigendes passiert. Es muss entspannt sein, im hohen Gras zu liegen und der Welt zu lauschen. Wir nehmen mal die Kühe. Farmer Layton's cows. He tried everything to scare them out of the valley, but they kept coming back. He was even going to burn the field. I think they'll flee at the last second, like us. Noch etwas vorspielen. Ja. Ja, machen wir die alle mal durch. You're so weak. I heard gunshots last night. That was us. What is that? Look at the pond, the water. What is that pattern? Should we run or something? Oh, wow. This is the moment the war ended. The valley absorbs everything. God of sleep, I've been gathering harpic, and I've been gathering courage. If my big prayer is wrong, if it goes against divine will, please spare the people of this valley. We're so desperate for peace. So, wie viel haben wir noch? Must be Sonia, the monk, speaking. I've never heard her voice before. Das ist dann wieder die Mönchen. Das. Is that a flag flapping around? Must be the Greyhound flag. I heard they have that name. Because they found a bunch of abandoned equipment with it. Flags, uniforms, and just decided to use it for their group. But then they realized the name didn't fit, and are trying to come up with something else. So, und jetzt haben wir noch das letzte, das Vogelgezwitscher. Hätte die Evolution Menschen doch singen statt reden lassen. The birds around here are thieves. I don't know why. They steal everything, especially shiny things. One time, a bird landed on a cake I made for Kochi's birthday. Just landed straight in it. Didn't even eat any. Okay.
Da hinten ist das Fahrrad. Aber ich werde jetzt noch mal ein kleines Päuschen machen von einer Viertelstunde. Und mir noch mal einen Tee machen. Macht euch doch auch noch einen Tee oder was auch immer ihr trinken mögt. Was zu essen. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich muss gerade noch mal den Pausentimer vorbereiten. Und bis gleich.
Hallo, Hallöchen, da bin ich wieder. Und es geht weiter. Ich hoffe, ihr habt die Pause genutzt, um euch was zu essen zu machen oder was zu trinken. Ein Heißgetränk zum Beispiel. Und wir machen jetzt weiter. Okay, wir waren immer noch bei diesem Haus. Do you want to go on a sightseeing tour? Ja. The next tour leaves in, now basically. Saying goodbye is like when you empty your pockets before going to bed. You get to see what you picked up. The things I picked up need somewhere to sleep. Follow me. This is my tree. Ich sag bloß, da ist das Manuskript versteckt. Since we can't bring it to the city, I don't care what we bring. I love the tree, and Dad cured it. That's what he did. All this purple stuff in the valley that makes you feel funny. See? This used to be purple and dangerous. Dad made the dangerous part go away. He wanted to make it so all the purple rocks were safe and green. I know there are plants underwater. Can a tree become an underwater tree? This one can't die. It's been through too much. Let's go. Ja, erstmal gehen wir mal gerade dahin und nehmen uns diese Seite. Harpik ist wie ein Musikinstrument. Spielt man darauf eine Note, entsteht Widerhall. Die Frequenz des Tons beeinflusst die Frequenz unserer Hirnwellen. Meine Meinung, wir sollten aus seinen Fehlern lernen. The Grey Hands have a lot of this stuff now, for better or for worse. Matiora. Für Matiora. The bird stole a small trinket. I left the bird its prize, but maybe I can learn more about the locket. So. Was haben wir sonst noch? Das hier.
Das ist eine Inschrift. Mögen die begrabenen Erinnerungen und Gefühle des Tals diesen Baum heilen. The tree looks healthy. The ritual must have worked. This valley is so different than my village, but both places have an enormous tree watching over them. This tree will pass in the flood. What will be the end of the tree in Cairo? Da ist das Rad. Und da ist auch der Junge. Okay, dann gehen wir mal zum Jungen zurück. So. Gut, dann sprechen wir erstmal mit dem Jungen. Das mal verlassen. Und das mal in unser Rad und fortsetzen. Let's go. Ja. Wow, das sieht nice aus mit den Laternen. We had a picnic here a long time ago. I can't remember it, but I've seen an old picture. Can you take a new picture? And I'll sit like Dad does in the old one I saw. He is a great kid.
Mom disappeared one time. Took me a while to find her. She was sitting right here, and she was sad. I got one of her tears on my finger, like a little bug, and I flicked it into the water. And I said, flow, 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 until it didn't sound like a word anymore. It made her feel better. Now I say it. I say it when everything is moving, but we don't want to move. Come on. Es ist ein bisschen schade, dass die Lippen der Charaktere nicht animiert sind, aber also die meiste Zeit über, also beim Sprechen. Ich meine, dass jetzt vielleicht kein Geld für Let's go. Für Motion Capturing und sowas haben, ist da hatten ist klar, aber rudimentäres Animieren. Aber das ist trotz allem Meckern auf hohem Niveau. His name is Frenay. I asked him how he ended up sleeping here. Frenay said they were in the valley because they were so hungry. And then there was light everywhere. And they fell asleep forever. They should be old men now. But they couldn't get older if they tried. One time I saw the monk out here cleaning them. It was so funny. He looked like he hated doing it. I'm not supposed to touch the soldiers, but I let Frenay borrow my pig. I need it back now. Let's go. Hier ist wieder so eine Pflanze. Wir machen jetzt mal, da ist so eine Pflanze, genau. Everyone's here. She's really going to do it. How can she be sure? The shrine is protected. How does she know? Sonia knows. How can she be sure? She can't know for sure. This has never happened before, has it? I don't want this. We need to leave. Let's just run. Wait. Do you hear that? Oh, God. We're going to be okay. It won't be over soon. Who is Sonia? What did she do to protect the people of the valley? How can she be sure? All my life I've heard solemn references to
the war. It never reached our village, but it touched the lives of our grandparents. Everyone's here. She's really going to do it. What happened here in the valley, and how did it end? I wonder what they dream about. So. Achso. Parkplatz, die Autos sind fort, aber für das für sie kalt und totgemachte Land wird das für sie kalt und totgemachte Land überlebt. This must be Kochi's drawing. Wir sind seit Monaten auf dem Rückzug und jetzt stehlen wir armen Menschen das Essen. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, geschweige denn, wie es enden wird. Ja, hier müssen wir auf. I don't know what it's like to be that hungry. Yangtal, unvergleichlich guter Schlaf, unvergleichlich schöne Erinnerungen, unvergleichlich sachtes Essen. That last line is kind of disconcerting. So, aber viel fehlt nicht mehr. Viel fehlt echt nicht mehr. Ich glaube, ich mache nochmal ein Foto von dem Auto. Wenn ich da vorne irgendwo hinkomme, heißt das. Eines Tages werden wir in einer durch euren Mut vereinten Welt leben. Their friends and family know what happened to them? The scale of the old world grew beyond human proportion, maybe beyond human feeling.
the parking lot will never die. So. Jetzt machen wir unsere Tour weiter. Let's go. Moment. Ist der irgendwo drin stehen geblieben? Komisch. Dachte, der Junge wäre hier irgendwo stehen geblieben. Dann fahren wir erstmal weiter in der Hoffnung, dass wir noch auf ihn treffen. People prayed here. Who did they pray to? Das ist echt eine gute Frage, wo es hier weitergeht. Also wo der Junge jetzt hin ist. Der hat uns ja ich fahre noch mal zurück. Weil eigentlich wartet er ja auf uns.
4 Streifen. Andere. Ich bete für einen traumlosen Schlaf. Ich möchte aufwachen und nicht die Gliedmaßen toter Erinnerungen in den Morgen tragen. Lass mich ruhen. Ich höre die Elektrizität in der Luft, die Radiowellen, Autos, die auf einer fernen Straße fahren. Lass mich bitte ruhen. Those slips are prayers to this god for sleep? Na. Ich wollte nochmal zurückfahren. Weil der Junge muss ja irgendwo sein. Wir können ja nicht... Aber hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Flut. A symbol and a name. The tide. These stones must represent the 3 gods of the valley. Their names seem important. The tide. Something calm that comes and goes. Gucken wir mal hier durch. Durch das Auge schon. Okay. Ich weiß es auch nicht. Na, guck nur mal auf der... Ich gucke jetzt nochmal auf der anderen Seite, aber wenn er da nicht da ist, dann fahre ich halt weiter. Ach, da ist er doch.
I wanted to see the water come up from here. Okay, jetzt sind wir ja ganz woanders. To see it crash. I thought the flood would clean everything. But Mom said a flood is dirty. That makes no sense. I asked if we could stay and watch, but Mom said we need to get a ride to the city. That's our house. You're good. Come on. Wir müssen wieder mit Cody reden. Let's go. Ah, okay. Hier runter, deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Ja, da sind wir hier eben nicht lang gefahren. Ach, jetzt fahren wir wieder zurück. Zum Glück reicht das, wenn er 2 gedrückt hält zum Fahren. Friedhof, da liegt wahrscheinlich der Vater. Ich will erstmal was anderes gucken. Hier war doch noch eine Pflanze, genau. This flower was broadcasting music. Okay, dann mache ich vielleicht doch nochmal eine Aufnahme.
Nee, ach, jetzt kommt da nix. Gut. Mom wasn't there when he passed away. Oh. Ich habe gerade ein Problem mit meinem Soundtreiber, stelle ich gerade fest. Kommt das bei euch auch an? Dann müsste ich den Stream doch beenden an der Stelle erstmal. Aber ich gucke mal, dass ich euch woanders lasse. Ich gehe mal gerade auf Großbild, weil da müsste ich jetzt den Stream nochmal neu starten, aber in Anbetracht der fortgeschrittenen, also Stunde, ich bin auch ein bisschen K.O. heute, würde ich dann doch für heute Schluss machen. Wir werden das Spiel auf jeden Fall die nächsten Tage fortsetzen. Und ich gucke einfach nochmal, ob das gerade noch jemand anders streamt. Ansonsten schicke ich euch in ein Final Stream. Da muss ich gerade nur mal Voice Meter, Music und Game ausmachen. Ach, okay, ich höre jetzt gerade gar nichts. Dann machen wir das einfach so. Ich schicke euch wieder mal zu Gwyn rüber und wir sehen uns dann morgen wieder. Also, wenn ihr es nicht getan habt, dann lasst doch bitte ein Follow da, habt die Glocke aktiv, damit ihr immer wisst, wann wir live gehen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns morgen. Also dann, macht es gut.